Einen schönen guten Tag, liebe Leute. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einem neuen Vlog. Und zwar erstmal neben mir die junge Dame. Das ist meine Frau Veronika, falls ihr die noch nicht kennt. Aber die vielleicht schon länger dabei sind, werden schon das Gesicht das ein oder andere Mal gesehen haben. Und was wollen wir jetzt hier eigentlich machen? Wir sind gerade in Frankfurt am Flughafen auf dem Weg in die USA. 3 Wochen lang schön erstmal nach San Francisco und dann kriegen wir ja dort ein Model Y und fahren da wirklich mal eine komplette Tour über das Death Valley bis zum Grand Canyon, bis LA und so weiter und wollen euch versuchen mitzunehmen. Ich muss aber gleich sagen, wenn das zu stressig für mich wird, dann kann ich das, dann werde ich die Videos erst später schneiden, wenn ich wieder zurück bin. Aber ich versuche euch schon einigermaßen mitzunehmen und dass ihr auch was davon habt. Und ja, gerade mit Model Y Offroad-mäßig, pass auf Amori, jetzt kommt gleich hier die Dings, ja. Gerade mit Model Y Offroad-mäßig, das wird schon echt der Hammer. Und wie gesagt, 12 Stunden Flug jetzt aber erstmal, ist eine lange Strecke. Aber wir kriegen das alles hin, Leute. Und bist du aufgeregt, Amor? Ja, klar. Ja, es ist echt, macht man ja nicht jedes Jahr sowas, wa? Aber es ist schon cool. Draußen seht ihr die Flieger auch. Und ich bin sehr gespannt, wir sind sehr gespannt. So Amori, es wird ein langer Flug, deswegen erstmal schön hier bei Meckes ein bisschen mampfen. Und genau, zeig die Pommes hier. So ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Gate direkt angekommen und wir wollen euch mal die Maschine zeigen. Es ist eine Boeing 747-8, das heißt eine ganz neue Passagiermaschine, 4 Triebwerke, seht ihr auch. Generell finde ich, dass dieser Frankfurter Flughafen immer ein Monster ist, das ist echt übel, wie viele Leute auch hier rumspringen. Aber mal gucken, wie es auch innen aussieht. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Platz, dass es nicht zu eng wird. Jahre später. So ihr Lieben, jetzt ist es endlich soweit. Ihr seht im Hintergrund San Francisco. Wir sind da nach 12 Stunden und 10.000 Kilometer knapp. Es ist der absolute Wahnsinn. Also wir müssen echt sagen, 12 Stunden ist schon echt heftig, oder? Das ist schon der Wahnsinn. Aber wir haben es überlebt, von daher passt es jetzt auch. So Party People, wir sind hier im Hybrid, einem Van. Ein großes Ding hier. Ist auf jeden Fall ein Hybridfahrzeug, sehe ich sofort. Ich zoome mal rein. Sehe ja nicht Batterien und sowas. Ja, San Francisco, wir sind da. So ihr Lieben, also jetzt nochmal, jetzt ist es wirklich ein bisschen entspannter, da können wir auch mal reden. Wie gesagt, wenn ihr in die USA kommt, dann ist es ja meistens so, dass ihr an der Border, an der Zollstation nochmal ein bisschen länger steht und so war es diesmal auch wieder. Ja, und jetzt geht's im Prinzip, wie ist der Ablauf? Jetzt geht's im Prinzip zu unserem Model Y, zum Tesla Model Y. Und das werden wir dann mal kurz begutachten, ob da alles in Ordnung ist an Schäden und so. Und dann geht's auch schon, wenn wir den Wagen jetzt abholen, in die nächste Mall. So Leute, wir sind jetzt in Livermore. Und in Livermore haben wir dieses Tesla Model Y jetzt, was uns jetzt im Prinzip auch 3 Wochen begleitet. Es ist ein Model Y Long Range. Mit 19 Zoll Bereifung habe ich absichtlich genommen. Ihr werdet das im späteren Roadtrip-Verlauf noch sehen, warum das wichtig ist. Denn ihr wisst ja, wir wollen durch Death Valley mit Kelvin zusammen und da braucht man einfach ein bisschen, da es manchmal vielleicht auf Schotterpisten ist, einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen ja, Luft einfach, nicht, dass wir gleich die Felgen kaputt machen. Das ist ein blaues Tesla Model Y. Ich kenne den Wagen ja auch, ihr kennt den Wagen auch, ist ein Long Range und wir sehen auch, wenn wir mal reingehen, wir haben schwarzen Innenraum, Amori, wa? Schwarzen Innenraum und wir haben hier sogar, trotz dass ein 2021er Model Y ist, noch die alte Mittelkonsole. Das ist typisch für Amerika, die haben erst jetzt dieses Jahr die neue bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, vom Platz ist alles gut hier, Platz ohne Ende. Die Koffer haben wir jetzt auch hinten drin, das heißt, ja,
ihr wisst es selber, da brauche ich euch nicht viel erzählen. Ihr kennt das Fahrzeug auch. Platz ohne Ende ist da reichlich da. Und wir gehen jetzt noch mal kurz ein bisschen Wasser kaufen, ein bisschen shoppen hier. Ist eine schöne Hut, muss man echt sagen, wenn man mal hier so rumguckt. Ist eine schöne Gegend, muss man sagen. Und danach geht es dann zu unserem Airbnb, wo wir uns einfach mal ein bisschen ausruhen jetzt nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt wach sind, Amor, oder? Es sind schon einige. Also jetzt mit 12 Stunden Flug und so, das haut schon rein. Aber wir kriegen das alles hin, Leute. Die ersten Kilometer hier in den USA, auch für mich selber als Fahrer. Und guckt euch mal die Landschaft an, das ist doch der Hammer. Wir sind hier gerade auf dem Highway und fahren jetzt nach Manteca, genau, Manteca heißt. Gehen da erstmal in Supercharger und beziehungsweise einfach da mal in so ein Walmart und gucken da mal rum, dass wir ein bisschen Wasser kriegen. Ja, es ist auf jeden Fall brutal. Es wird geil, Leute, ich verspreche es euch, es wird einfach geil. Ich muss euch jetzt noch mal kurz abholen, und zwar, das ist die USA und wir sind hier am Supercharger, gerade in, ich weiß gerade gar nicht, wie der Ort heißt, wie heißt der Ort, Amor? Manteca. Manteca, wa? Sonora. Sonora, ach Amor, ich weiß wieder, und zwar sind wir jetzt hier wirklich, es ist ein Highlight, ihr kennt die US-Stecker, das heißt, das sind jetzt ganz neue Supercharger, 250 kW, gibt es gar nicht so oft in den USA. Also wir in Deutschland sind da echt privilegiert, dass wir 250 haben. Hier ist das echt eine Seltenheit. Und ja, wir laden jetzt mal und da hinten ist ein Supermarkt im Prinzip. Da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen einkaufen. Wir haben es endlich geschafft. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir jetzt schon auf dem Bein sind. Es sind einige Stunden, das kann ich euch sagen. Alleine 12 Stunden fliegen, aufstehen, also ich weiß nicht, 24 Stunden locker. Auf jeden Fall Fakt ist, Model Y seht ihr hier sind wir jetzt an der ersten Unterkunft. Es ist absolut Wahnsinn, guckt euch das doch mal an. Das ist, wenn ich sowas in Deutschland hätte, das ist bei uns unbezahlbar, weißt du. Und hier werden neue Siedlungen gebaut, guckt euch doch mal um. Das ist sick, oder? Von daher, wir schlafen jetzt erstmal, ruhen uns aus. Und ich glaube, auch für Vloggen ist das jetzt das erste Video hier vollständig. Wir können euch mal zeigen, wir haben noch ordentlich Getränke geholt. Das heißt, das ist wichtig, dass man immer viel trinkt, gerade in den USA. Und hier, die Dinge hatte ich früher immer bei Football, bei Mercenaries, wo ich Running Back war. Wasser haben wir auch genug dabei, alles safe, so muss sein. Ich würde sagen, Amori, oder wir ruhen uns jetzt aus. Wir chillen jetzt, erstmal ein bisschen ausruhen und morgen geht es dann weiter zum Lake Tahoe. Macht's gut. Tschüss.